Apple hat auf seinem September-Event natürlich auch die neuen Smartwatches vorgestellt. Diese wollen wir uns hier mal in diesem Film so ein bisschen zur Brust nehmen. Was sind die Unterschiede? Was gibt's für neue Modelle? Alles das jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Beim Event wurden natürlich die Apple Watch SE 2, die Apple Watch 8 und die Apple Watch 8 Ultra vorgestellt. Und wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen an, wie die sich voneinander unterscheiden. Auf dem Far-Out-Event wurden 3 neue Apple Watches präsentiert. Vorgestellt wurde die Apple Watch SE in der zweiten Generation, die Apple Watch 8 und die Apple Watch Ultra. Wir vergleichen mal die Apple Watch 8 mit der Apple Watch Ultra. Viel wurde im Vorfeld über eine mögliche Watch Pro berichtet, welche nun tatsächlich eine Apple Watch Ultra geworden ist. Dazu gesellen sich natürlich auch die Apple Watch Series 8 und das preisoptimierte Modell mit der Apple Watch SE in der zweiten Generation. Los geht's mit den Preisen und der Verfügbarkeit von der Apple Watch 8 und der Apple Watch Ultra. Beide Apple Watches lassen sich natürlich vorbestellen. Während die Apple Watch Series 8 schon ab 16. September ausgeliefert wird, müssen sich die Extremsportler unter euch noch bis zum 23. September gedulden. Apple möchte für das Ultra-Modell 999 € sehen. Bei der Apple Watch 8 geht es natürlich mit etwas humaneren Preisen zu. Diese kostet hier als GPS-Modell 499 €. Die Cellular-Version 599 € und Käufer beider Apple-Uhren erhalten kostenlos 3 Monate Apple Fitness dazu. Kommen wir mal zum Display und zum Gehäuse. Die Apple Watch Ultra kommt mit einem 49 mm großen Titangehäuse und einem flachen Saphirkristall-Display auf der Vorderseite. Apple bestätigt das bislang größte und hellste Panel mit 2000 Nits in einer Apple Watch. Die Series 8 kommt hingegen wahlweise mit einem 41 oder mit einem 45 mm großen Gehäuse. Hier beträgt die maximale Helligkeit 1000 Nits. Wahlweise stehen der Apple Watch 8 Aluminium und Edelstahl als Gehäusematerial zur Verfügung. Je nachdem, welche Wahl man trifft, gibt es für die Leichtmetallvariante Schwarz, Gold und Silber und Red und bei den edlen Stahlmodellen Anthrazit, Silber und Schwarz. Das Ultramodell kommt hingegen allen Anschein nur in einer Farbe. Dafür variiert man bei den Armbändern. Sie sind nicht mehr zu den bisherigen Bändern kompatibel. Sie heißen Alpine, Trail Loop sowie Ocean Band. Da die Ultrawatch sich an Spitzensportler und Entdecker richtet, besitzt sie auch außergewöhnliche Fähigkeiten. So ist sie nach dem Militärstandard 810 und dem WR 100 zertifiziert. Sie kann Temperaturen von -20 bis 55 Grad Celsius aushalten. Der besondere Clou: auch Tauchsportler brauchen ihre Apple Watch nicht mehr abzunehmen, sofern es sich um das Ultramodell handelt und sie nicht zu tief tauchen, denn diese ist aufgrund der EN 13319 Zertifizierung bis zu 40 Meter wasserdicht. In Kombination mit der Oceanic App lassen sich so Tauchtiefe, Wassertemperatur und überlebenswichtig die Tauchzeit und die Auftauchgeschwindigkeit anzeigen. Auch der selbst zu programmierende Button sollte nicht ungenannt bleiben. Er kann frei programmiert werden und beispielsweise für die neue Backtrack-Funktion genutzt werden. Weiterhin ist nicht nur das Display bei der Apple Watch Ultra größer geworden, sondern auch die Krone. Der Sinn dahinter ist, dass die Watch Ultra auch bei den besagten -20 Grad mit Handschuhen bedient werden kann. Kommen wir jetzt zum Prozessor und weiteren Funktionen. Beide Uhren haben den neuen S8-Chip bekommen. Auf die Specs ist Apple allerdings nicht näher eingegangen. Apple hat im Grunde bei der Series 8 alle bisher bekannten Funktionen beibehalten. Da wären unter anderem das Elektrokardiogramm, der Schrittzähler, das Schlaftracking, der Sauerstoffgehalt im Blut und der Pulssensor zu nennen. Neu sind hingegen die Temperatursensoren. Einer sitzt direkt auf dem Display und einer direkt an der Unterseite der Uhr mit direktem Hautkontakt. Den Fokus legt Apple auf Frauengesundheit. Die Temperatur misst die Watch 8 rund um die Uhr, während des Schlafs beispielsweise alle 5 Sekunden. Anhand der Daten kann beispielsweise der Eisprung vorhergesagt werden, wenn nicht gleich Apple einräumt, dass es sich lediglich um Schätzungen handelt. Alle Daten werden verschlüsselt auf eurem Apple-Account hinterlegt. Ein weiteres Feature der Apple Watch 8 ist die sogenannte Unfallerkennung. Sie erkennt mittels verbesserten Beschleunigungssensoren während der Fahrt mit dem Pkw, kann sie feststellen, ob ein Unfall stattgefunden hat, und dabei kann die Apple Watch 8 sogar die Art des Unfalls ermitteln, also beispielsweise, ob es sich um einen leichten Auffahrunfall handelt oder einen Überschlag. Die Uhr setzt dann binnen 10 Sekunden einen Notruf ab, sofern dieser Vorgang nicht vom Nutzer unterbrochen wird.
Die Apple Watch Ultra kann natürlich deutlich mehr. Schließlich ist sie für Extremsportler gedacht. Beispielsweise gibt es nun eine neue Kompass-App mit den Wegpunkten und bereits genannter Backtrack-Funktion. Ermittelt werden diese durch das besonders präzise Dualfrequenz-GPS. Das deckt sowohl das Frequenzband L1 als auch L5 ab. Kommen wir zum Akku und da lässt sich Apple auch nicht in die Karten schauen, was die Angaben der Akkukapazität der beiden smarten Uhren anbelangt. Bei der Apple Watch 8 gibt man an, dass sie 18 Stunden mit nur einer Ladung läuft. Neu hingegen ist der Low-Power-Mode, welcher die Uhr auf eine Laufzeit von bis zu 36 Stunden katapultiert. Allerdings bedeutet das natürlich den Verzicht auf Always-On-Display und 24/7-Tracking von Puls sowie Trainingserkennung. Bei der Apple Smartwatch Ultra nennt man dann für Apple-Nutzer unglaubliche Laufzeiten von bis zu 60 Stunden. Wer allerdings eine Garmin Smartwatch nutzt, der kann hier nur müde lächeln, denn selbst die 60 Stunden kommen hier nur am Stromsparmodus unter Featureverzicht zustande. So heißt es etwa, die Messungen von GPS oder Herzfrequenz werden reduziert. Was das am Ende bedeutet und wie lange die Apple Watch Ultra ohne Einschränkungen dann direkt am Arm läuft, das erfahrt ihr hier auf meinem Kanal. Ich sage danke fürs Anschauen, tschüss, bye bye und winke winke und sehr gern bis zum nächsten Video.